Pures Gletschereis. Spektakuläre Bergbahn. Schmaler, gefährlicher Einstieg. Und die längste Skiabfahrt der Welt. Vallée Blanche. Und mit diesen Aufnahmen darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen in Chamonix, einem der legendärsten Orte für Bergsport weltweit. Für mich war es das allererste Mal in dieser kleinen Stadt in den französischen Alpen und ich muss sagen, es hat mich wortwörtlich umgehauen. Mehr dazu seht ihr gleich. Chamonix liegt direkt am Fuße des Mont Blanc, der mit über 4800 Metern der höchste Gipfel Westeuropas ist. Und genau diesen Berg mit seinen gigantischen Gletscherfeldern seht ihr schon von der Fußgängerzone aus. Doch in diesem Video werden wir nochmal deutlich näher rankommen. Und apropos Fußgängerzone, wenn ihr so durch Chamonix schlendert, dann merkt ihr sofort, das ist ein echtes Mekka für Bergsteigen, Klettern, Skifahren, generell Bergabenteuer. Überall seht ihr Menschen mit Klettergurt, Seilen, Karabinern, dicken Rucksäcken inklusive Paraglide, ganz anders als in einem normalen Wintersportort. Doch in diesem Video soll es nicht um Chamonix selbst gehen. Falls ihr Lust auf ein eigenes Video zum Skifahren in Chamonix habt, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht nehmen wir das Gebiet auch in unser Skigebiete-Quartett auf. Unser Fokus in diesem Video liegt auf einem echten Abenteuer. Wir fahren durch das Vallée Blanche, übersetzt das Weiße Tal. Diese Abfahrt mit bis zu 20 Kilometern Länge ist eine der spektakulärsten und längsten Gletscherabfahrten der Welt und stand schon lange auf meiner Liste. Aber Vorsicht, das hier ist keine präparierte Piste, sondern eine hochalpine Tour mitten durch wilde Gletscherlandschaft. Genau deshalb wird auch empfohlen, die Route mit einem Guide zu befahren, was viele leider nicht tun und dabei kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Unser Guide Christa hat schon eine unglaubliche Bergsteigerkarriere hinter sich und ihr werdet ihn im Video auch noch näher kennenlernen. Um zum Start der Abfahrt zu kommen, nutzen wir die beeindruckende Seilbahn zur Aiguille du Midi. Die startet direkt in Chamonix und ihr könnt sie mit dem erweiterten Skipass namens Mont Blanc Unlimited nutzen. Die Preise sind wirklich saftig und steigen von Jahr zu Jahr. Bonjour. 270 euros. Alright. Und jetzt geht der Tag wirklich los. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das, was jetzt gleich kommt, das ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Wir stehen jetzt hier in Chamonix an einer der spektakulärsten Seilbahnen in Europa und die bringt uns hoch auf 3842 Meter Seehöhe. Das war damals, als sie gebaut wurde, die höchste Seilbahn Europas und man muss sich Zeitfenster buchen, damit man hinaufkommt. You have a mountain guide? You have a booking? Yeah, at 11. Okay. Weil es oben immer so voll sein soll, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Kommt mit. Da geht es noch mal 1000 Höhenmeter hinauf mit der zweiten Sektion und die ist richtig steil. Schaut euch das an. Die Aiguille du Midi-Bahn wurde schon 1955 erbaut und wenn man das heute noch so ansieht, dann kann man da wirklich von einer gewaltigen Ingenieursleistung sprechen, denn mitten auf einem Fels oben, ja, neben dem höchsten Berg Frankreichs, überall Gletscher drumherum, steigen wir dann nahezu senkrecht auf und es gibt in der zweiten Sektion keine einzige Stütze. Unfassbar. Oben angekommen erwartet einen heutzutage ein komplett ausgebautes Tunnelsystem mit vielen Attraktionen. Dazu seht ihr gleich auch mehr. Außerdem habe ich einige Zuschauer getroffen. Vielen Dank für den guten Austausch. Wir sind an der Bergstation angekommen und ihr seht schon da oben drauf, auf dem Gipfel wurde auch nochmal eine Station gebaut, wo einige dann den Blick genießen und zwar in Richtung Mont Blanc, den wir von hier aus perfekt sehen. In Gletschern gehüllt, ein unglaublicher Ausblick schon hier. Und dann seht ihr auch eines, und zwar wie hier drüben einige Skifahrer mit ihren Skiern absteigen über den Grat. Das werden wir jetzt gleich machen. Es geht durch einen Tunnel, durch diesen massiven Fels und dann auf den Grat da drüben. Da ist absolute Vorsicht geboten und das schauen wir uns jetzt mal an. Wahnsinn. Und naja, die Höhe ist auch für Fußgänger überwältigend. Dieser junge Herr klammert sich jedenfalls ordentlich an der Treppe fest. Ich wollte mir zumindest die Zeit nehmen, einmal den Ausblick am Observatorium oben zu genießen, bevor es dann über den Grat hinab ins Vallée Blanche geht. Ich meine, wann hat man schon die Möglichkeit, einen Aufzug auf 3800 Metern Höhe zu nutzen? Thank you.
angekommen am Observatorium und hier steht eine Schlange 1 Stunde lang, um zu dieser Glaskapsel zu kommen. Der Ausblick ist aber auch schon so gewaltig und jetzt heißt es Panorama genießen. Komfortzone vorbei, mein Puls steigt, vermutlich auch wegen der Höhe und ich bin übrigens an dieser Stelle nicht allein unterwegs, sondern mit meinen Freunden und Skilehrerkollegen Peter und Marius und wir werden begleitet von unserem Guide Christa. Er hatte uns in den Tagen zuvor schon einige Skitouren rund um Chamonix gezeigt, hat uns dabei in steile Rinnen abgeseilt und gemeinsam mit ihm gehen wir diese besondere Skiabfahrt heute an. Christa ist Schwede und vor 15 Jahren nach Chamonix gezogen. Er hat als einer der ersten Schweden alle 6 Nordwände geklettert, die Eiger Nordwand sogar 3-mal, einmal davon solo. Bergsporterfahrung ist also vorhanden und mit ihm haben wir uns sowohl sicher gefühlt, als auch einige tolle Geschichten und Anekdoten gehört. Eine absolute Empfehlung also an dieser Stelle. Ich habe ihn und Chamonix Vertical unten in der Beschreibung verlinkt. Bevor es dann so richtig losgeht, legen wir all unser Equipment an. Also, dann wird's jetzt ernst. Ziehen wir das mal an. Dazu zählt neben LVS, Sonde und Schaufel auch Steigeisen und ein Klettergurt, damit wir im Notfall aus einer Gletscherspalte einfacher gerettet werden können. Die Ski werden auf den Rücken gespannt, sodass am Grat die Hände frei sind. In der Nervosität vor dem Grat haben mich die Steigeisen dann wortwörtlich einmal umgehauen, bin voll aufs linke Knie gestürzt, das musste nicht unbedingt sein. Christa hat uns dann in einer Seilschaft zusammengeführt und es ging los. It's so cool. Let's go. Durch dieses besondere Tor auf den steilen Grat und ja, dabei gibt es auch einige Personen, die das alleine, ohne Steigeisen und ohne Seilschaft bewältigen. Doch klar ist auch, links und rechts geht es wirklich steil bergab. Ein Ausrutscher könnte tödlich enden. Ich war wirklich sehr froh, dass wir im Team das Ganze gelöst haben. An der Stelle kein falscher Übermut. Schritt für Schritt gehen wir dann über diesen Grat. Die Aiguë de Midi lassen wir immer weiter hinter uns. Durch die gewählte Uhrzeit von 12 Uhr mittags ist schon alles etwas entspannter. Aufnahmen anderer YouTuber zeigen, wie voll es dort oben sein kann. Dann wurde es flacher und es hieß Seilschaft auflösen, Steigeisen abnehmen, Ski anziehen und endlich Skifahren. Oh ja! Schaut euch dieses breite Gletscherfeld an, auf dem wir unterwegs sind. Die Weite, das Panorama, der Schnee, einfach unglaublich. Christa hat uns vorab erklärt, dass es unterschiedliche Routen durch das Vallée Blanche gibt, von genussvoll bis extrem. Die klassische Route führt durch das weite Gletscherbecken vorbei an gewaltigen Eismassen. Wer es steiler mag, nimmt den Grand Envers, eine Variante mit bis zu 45 Grad Neigung, die absolute Kontrolle erfordert. Etwas entspannter, aber nicht weniger spektakulär, das ist der Grand Rognon, perfekt für Tiefschneeliebhaber. Wir wählen den mittleren Schwierigkeitsgrad und mit der Erfahrung von Christa finden wir frischen Schnee, während die einfachsten Routen komplett ausgefahren sind. Eines haben alle Routen gemeinsam, sie führen mitten durch hochalpines, ungesichertes Gelände mit der Gefahr, in Gletscherspalten zu fallen. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, aber bitte sichert euch entsprechend ab. Wow! Das weiße Tal macht seinem Namen alle Ehre. Guck mal da. Schaut euch mal an, wie nah wir hier am Gletschereis unterwegs sind. Hier drüben bis runter und ihr seht da drüben auch noch den Gletscher.
Und ich sage euch eines, mitten durch diese Gletscherlandschaft zu fahren, ist der Grund, warum wir hergekommen sind, und es war wirklich besonders. Die Eismassen, die hier seit Jahrtausenden liegen, bilden den größten Gletscher Frankreichs, das Mer de Glace. Das lässt einen schon ganz schön demütig werden und auch sehr klein wirken. Später werden wir aber auch sehen, wie der Gletscher über die letzten Jahrzehnte zurückgegangen ist. Was wir jetzt aber erstmal sehen, das ist, dass die Anzahl der Skispuren wieder deutlich zunimmt und die Abfahrt eher einer klassischen Buckelpiste im Skigebiet gleicht. Doch nicht täuschen lassen, auch hier fahren wir über ungesicherte Gletschermassen. Links taucht dann eine Hütte auf, direkt über dem Mer de Glace gelegen, und einige nutzen die Hütte zur Einkehr, sogar mit Bedienung. Wir haben jedoch einen anderen Plan und biegen rechts ab. Denn wir wollten unser Vallée Blanche-Erlebnis noch mit einer Skitour ergänzen und steigen dabei knapp 400 Meter auf. In hohem Tempo schaffen wir die Höhenmeter in knapp 45 Minuten und fahren dann durch den besten Tiefschnee des Tages mit Blick auf das Gletschereis ab. Das war sicher den Aufstieg wert. Vielen Dank, Christa, für diese Idee. Und dann kam für mich der erschreckendste Teil, denn wir gleiten dann durch das weiße Tal hinab und ich sehe links und rechts die hellere Felsfarbe am Berg. Vor über 100 Jahren war der Gletscher noch so hoch. Das Eis hat sich über die Jahre wirklich deutlich zurückgebildet. Jeden Sommer verliert der Gletscher hier weiter an Masse. Das lässt sicherlich jeden von uns einmal nachdenklich werden. Doch dann fahren wir nochmal direkt am blauen Gletschereis vorbei und ich bin komplett beeindruckt von der Kulisse. Boah, wow. Crazy. Never done that. Wow. Hier auf dem Bild seht ihr die Station der Zahnradbahn, zu der wir jetzt fahren, um wieder hinab nach Chamonix transportiert zu werden. Durch die Veränderung des Gletschers liegt die Station nun so weit entfernt, dass eine neue Kabinenbahn 2024 eröffnet wurde, um Touristen einfacher zum Gletscher und wieder zurückzubringen. Schon verrückt. Für uns natürlich ein bequemer Weg zur Station, den man sonst hätte zu Fuß bergauf bewältigen müssen. Bei sehr guter Schneelage kann man die Abfahrt auch bis ins Tal wagen und muss nicht zwingend die Zahnradbahn nutzen. Das hat uns Christa erzählt. Das ist aber in diesen Wintern aktuell wirklich sehr selten möglich. Irgendwie hatte die Bahnfahrt dann aber auch was Besonderes. Genau dort angekommen, wo wir heute Morgen gestartet sind, und das mit der Zahnradbahn hier unten in Chamonix. Das ist eine sehr besondere Stadt, kann ich euch sagen. Es trifft Alpinismus auf Luxus, und wenn ihr dazu mal mehr sehen möchtet zu den Gebieten und Möglichkeiten in Chamonix, erstellen wir euch auch sehr gerne dazu ein Video, das einfach kommentieren. Und jetzt natürlich noch einmal die Werte, die wir heute gemessen haben. 11,8 Kilometer Abfahrt, und das bei einem Höhenverlust von 2064 Metern von der Aiguille du Midi zu der Gondelstation, wo wir dann eingestiegen sind. Ihr habt es gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein nächstes ist genau hier verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Vielen Dank an Marius und an Peter hinter den Kulissen und natürlich an mein Team für den Schnitt und euch noch eine sehr gute Skisaison. Bis dahin und Grüße aus Chamonix.